Hier bewegen wir uns auf das Gelände der ehemaligen Reichsluftschutzschule Heckeshorn, wo das Gelände zwischen 1938 und Mai 1939 errichtet wurde. Die Einweihung dieser Reichsluftschutzschule hat sich selbst der Oberbefehlshaber Hermann Göring nicht nehmen lassen und fuhr mit seinem schweren Fahrzeugkonvoi hier durch dieses bis heute erhaltenen Tor hinein mit seinem Fahrzeugkonvoi, wo heutzutage alles, was hier noch zu sehen ist auf diesem ganzen Gelände, noch den Status hat, der 1939 hier bei der Errichtung vorhanden war. Einzige Änderung ist ein Hochbunker, der hier zwischen 1941 und 1943 zusätzlich gebaut worden ist. Genau auf diesem Bauwerk fahren wir jetzt gerade zu. Und diese Anlage wurde für den Stab der Luftflotte Mitte damals errichtet. Kein Schutzbauwerk für Zivilbevölkerung, sondern ein rein militärisch genutztes Objekt. Hallo, mein Name ist Rainer, einer der Mitbegründer des Vereins Berliner Unterwelten, und wir stehen jetzt hier vor einem der dicksten Bunkerbauwerke der Stadt Berlin mit Wandstärken von teilweise bis zu 5 Meter massiven Stahlbeton, was hier zwischen 1941 und 1942 mitten im Wannsee hier auf einem Gelände im dicht bewaldeten Zehlendorf errichtet wurde. Hier stehen wir vor dem damaligen Lehrsaalgebäude dieser sogenannten Reichsluftschutzschule, die einen Wintergarten beherbergte. Hier gerade an dem Hauptgebäude, wo die eigentlichen Schulungen stattgefunden haben. Nur diese Scheibe, die man heute sieht, ist natürlich heute ein bisschen neutraler. Damals sah die so aus. Und da hat man hier nämlich die Bereiche des Luftschutzes dargestellt. Und dieses ganze Gelände ist gebaut worden auf rund 5 Hektar von dem damaligen Professor an der Technischen Universität, Eduard Job Siedler. Siedler damals für viele Gebäude, der für die Luftwaffe geplant hat, Kasernen etc., der dann nachher 1941 noch den Auftrag bekam, diesen sogenannten Hochbunker für die militärische Nutzung auch zu errichten. Demzufolge hat er natürlich die Wuchtigkeit etwas genommen, indem er 7 horizontale Bänder eingezogen hat, damit dieser ganze Bunker, der auf insgesamt 6 Ebenen errichtet wurde, nicht ganz so monolithisch hier mitten in der Landschaft steht, in dem dichten Baumbestand des sogenannten Heckeshorn. Errichtet worden ist dieses Bauwerk zwischen 1941 und 1943 mit einer Länge von knapp 80 Meter, eine Breite von gut und gerne 19 und eine Höhe von etwa 22 Metern. Gebaut als Stab für die Luftflotte Mitte. Damals ein rein militärisches Bauwerk, wo also die Luftverteidigung für das ganze Reichsgebiet Berlin, Umgebung bis Hamburg und noch etwas weiter eben von hier aus organisiert wurde. Geplant war, das Ganze mit Hartbrandklinkern zu verkleiden, ist allerdings nicht dazu gekommen und man ist dazu übergegangen, hier mit Bitumen solche Tarnflecken aufzubringen. Und die haben sich sozusagen gut und gerne nach über 70 Jahren eigentlich immer noch ganz gut gehalten. Die Konstruktion mit dieser außenliegenden Regenrinne war eigentlich nie so vorgesehen. Damals sollte so ein bisschen diesen Architekturstil der Nationalsozialisten, sollte die Regenrinne versenkt sein, also in den Sims mit integriert. Und da sieht man also noch, wo das Fallrohr früher mal runtergeführt wurde, um hier unter diese Hartbrandverklinkerung eben verschwinden zu lassen. Diese Armiereisen, die ragten teilweise bis zu 70 cm raus. Das ganze Bauwerk sah mal aus wie ein Igel, ist allerdings in der Umbauphase 86 bis 92 entfernt worden, sodass hier nur noch diese kleinen Stüpsel rausgucken. Der Stab war am Reichsbordfeld untergebracht, am Olympiastadion. Da jedoch war viel zu wenig Platz und da hatte man hier eine riesige Anlage gebaut, wo eben auf 6 Ebenen diese ganzen Offiziere und Verantwortlichen, die die ganze Luftverteidigung hier steuerten, von hier aus eben ihre Arbeit vollzogen haben, um die Verteidigung des Reichsgebietes, Flugzeuge, Flak, Scheinwerfer etc. von hier aus zu organisieren. In Verbindung mit den übrigen Dienststellen, wie zum Beispiel Benachrichtigung, Bahn, Post, Kommunikation und natürlich auch die Ministerien, die von hier aus informiert wurden. Dieser Blick mit diesem Wachmannschaftshaus und diesem Ahornbaum, der hier hochwächst, sah natürlich zwischen 1948 und 1949 hier ganz anders aus. Ich habe hier mal ein Bild mitgebracht, die gleichen Blickwinkel, wo wir jetzt stehen. Hier war eine Senderanlage, die errichtet worden ist während der Berlin-Blockade 1948-49, um den Funktelefonverkehr mit Westdeutschland aufrechtzuerhalten aus dem damaligen eingeschlossenen Berlin. Die Empfangsanlage dazu jedoch, die war auf dem Dach der Wehrtechnischen Fakultät, die heute unter Millionen Kubikmeter Trümmerschutt begraben liegt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg war das ganze Gelände eine Typhusstation im amerikanischen Sektor und da wurde hier in diesem Bunkereingang 2 Ziegelwände hochgezogen und hier eine Pathologie als Zwischennutzung errichtet. Im Inneren waren im Erdgeschoss die Einsagung und die Leichenkammern, in den mittleren Bereichen Gemüse-, Kartoffellager und oben hat man dann 1947 eben diese Sendeanlage in dem Obergeschoss untergebracht. Hier im Fußboden übrigens auch noch die Rinne mit dem Gully, wo genau an dieser Stelle eben damals der Sektionstisch gestanden hat, wo man eben die Untersuchung an den Verstorbenen vorgenommen hat. Das, was man hier sieht, ist die eigentliche Außenwand des Bunkers und wir sind ja noch in der sogenannten Schleuse. Das heißt, wir gehen jetzt wirklich hinein und hier kann man auch sehr gut erkennen, wie dick die Außenwände sind. Und zwar ab hier, von dieser Seite aus, ist alles auf der linken Seite Außenwand. Und da gehen wir jetzt mal hin. Hier hat man den eigentlichen Bunker überhaupt erstmal betreten. Das Ganze war alles nur die Außenwand und jetzt ist man eigentlich wirklich drin. Die hintere Wand, wo die offene Klappe zu sehen ist, war eigentlich nur der Zugangsbereich und diese eigentliche Schleuse, um überhaupt hier reinzukommen, war mit 2 Türen versehen. Eine Tür musste geöffnet werden, die Leute gingen hinein, Tür zu und gingen diese 5 Meter bis hier vor uns und haben hier eine zweite Tür geöffnet gehabt. Und genau dieser Tiefe des Raumes entspricht eigentlich der Stärke der Außenwände des gesamten Bunkers. Raumüberdruck. Das hat natürlich einen Hintergrund, dass man hier einen Bunker hat, der allerdings nicht für normale Schutzpersonen gedacht war, sondern ein überdimensioniertes Krankenhaus, ein sogenanntes geschütztes Hilfskrankenhaus darstellen sollte oder soll, wo also hier in diesem Bunkerbauwerk fast 700 Menschen geplant war, dass hier die bis zu 50 Tage völlig autark von der Außenwelt hier überleben können. Demzufolge ist natürlich die Technik umfangreich eingebaut worden und auch die Krankenhausabfälle ja massiv anfallen. Dafür hat man das Untergeschoss von dem Bunker komplett von dem übrigen Bereich abgetrennt und hat sogenannte Kleiderabwurfschächte hier und hier, die mit Bleiplatten verkleidet wurden, damit hier Spritzen, Tupfer, Binden und natürlich auch noch etwas unschöne Sachen, die im Krankenhaus anfallen, hier entsorgt werden können, weil man die ja bei atomaren Einwirkungen nicht rausbringen konnte. Dieser Bunker hat natürlich einen kompletten Umbau erfahren, bis auf die eigentlichen das Geländer. Das ist eines der letzten Bauteile, wie man hier sieht, was noch von Eduard Siedler noch geplant war, mit den Treppenstufen. Von den Treppenhäusern gibt es übrigens hier drin 3 Stück. Die beiden äußeren führen durch die gesamte Anlage. Im mittleren Bereich ist nochmal ein 3. Treppenhaus, was jedoch nur vom Untergeschoss bis ins erste Obergeschoss führt, wo eigentlich damals die militärische Nutzung als sogenannter Leitstand für die Luftverteidigung hier geplant war oder genutzt wurde. Für die Krankenhausnutzung musste natürlich auch die Etagen mit einem Aufzug anfahrbar sein. Und so hatte man hier die Zwischenbereiche, die Zwischendecken rausgeschnitten, um hier diesen Hydraulikaufzug eben einbauen zu können, um oben die Bettenabteilung eben auch an den medizinischen Bereich anbinden zu können. Dieser Aufzug wurde hier damals mit viel Mühe als Sonderkonstruktion in dieses Bunkerbauwerk konstruiert und eingebaut. Beim Ausbau zum Krankenhaus hat man die insgesamt 6 Ebenen natürlich alle genutzt. Das heißt, Untergeschoss war die gesamte Technik untergebracht gewesen, Klimatechnik, Wasserversorgung etc., Schutzbelüftung. Erdgeschoss und erste Obergeschoss war der medizinische Bereich, das heißt der eigentliche Behandlungsteil, während 2. bis 4. Obergeschoss die Krankenliegeräume waren, wo eben die Patienten untergebracht worden sind. Hier die sogenannte Lüftungszentrale für das gesamte Notkrankenhaus.
Es gibt mehrere Lüftungssysteme hier drin, weil ein Krankenhaus muss ja unterschiedliche Belüftung haben. Das Wichtigste dabei ist natürlich der Behandlungstrakt. Hier muss die Sterilität gewahrt werden, dass also Behandlung durchgeführt werden kann, möglichst keimfrei. Daher ist dieses lange Lüftungsregister so konstruiert, dass hier zusätzlich mittels vernebeltem Wasser noch die Luft gewaschen werden kann, bevor sie in die einzelnen Bereiche Erdgeschoss, erste Obergeschoss rübergeführt wird. Und zur Temperierung der ganzen Anlage wurde hier sogar nochmal 2 große Kältekompressoren eingebaut, die dafür sorgen, dass in den wichtigsten Bereichen, Behandlungstrakt, Labore zum Beispiel, eben immer eine kontinuierliche Luftversorgung klimatisiert ermöglicht werden konnte. Ja, hier die Einführung der Luftversorgung. Es gibt 2 Versionen. Einmal die Normalluftversorgung und eine Schutzbelüftung. Dafür sind diese sogenannten Filtertöpfe gedacht gewesen, die vorgesetzt werden vor diesen Blindrohren, sodass hier also die Luftversorgung gereinigt mittels Aktivkohle, Vlies etc. wie so eine FFP3 hochwertige Maske, wird hier 50 Tage Dauerbetrieb gewährleistet, dass hier saubere Luft in das gesamte Krankenhausbereich hineingeblasen wird. Der Generatorenraum, hier hat man 2 Notstromdiesel, die übrigens für ein Schiff aus dem Schiffsbau kommen, weil die sowieso Schiffsmotoren für lange Laufzeiten konzipiert worden sind, hat man hier 2 eingebaut, weil die gesamte Stromversorgung für das Krankenhaus wird über diese Motoren abgewickelt. Das heißt, der Generator Nummer 1 sorgt für die wichtigsten Bereiche, wie zum Beispiel OP-Säle, Röntgenabteilung. Sollte das vielleicht mal ausfallen, kann man die übrigen Stromversorgung, die wichtigen Teile über den Generator Nummer 2 laufen lassen. Und wenn beide kontinuierlich laufen, ist es so, dass das gesamte Krankenhausstrom inklusive Aufzug, Kochkessel etc. über diese Stromversorgung gewährleistet werden kann. Für 50 Tage. In der Hochphase des sogenannten Kalten Krieges hat man in mehreren deutschen Städten sogenannte geschützte Hilfskrankenhäuser errichtet. So sind in der Bundesrepublik insgesamt 16 davon entstanden. Hier in Berlin von 1986 bis 1992 das modernste mit dem damaligen Stand der Technik, die also sehr für die damaligen Verhältnisse ultramodern waren. Und aufgrund der Vielzahl an Lüftungsanlagen, die auch dementsprechend noch gewartet sind, hätte sich das natürlich auch sehr gut angeboten, hier gerade eben aktuell für die derzeitige Situation eben eine Unterbringung zu ermöglichen. Die OP-Säle mit der Vorbereitung und den eigentlichen OP-Saal, von denen haben wir übrigens hier drin 4 Säle mit den dazugehörigen Sachen, mit der Durchreiche zu dem sogenannten Sterilisationsraum. Heute ist der Raum komplett leer. Bis 1993, 1994 sah dieser Raum noch so aus. Hier befand sich die komplette Einrichtung, alles eingepackt. Nur ist natürlich medizinisches Gerät unterliegt einem sehr schnellen Alterungsprozess. Und zeitgleich ging es ja dann los mit dem wirtschaftlichen Zusammenbruch der Sowjetunion. Und da hat man eine sogenannte Russlandhilfe gemacht, indem man sozusagen das komplette Einrichtung des ganzen Krankenhauses nach Russland abgegeben hat, um da vielleicht noch eine andere Nutzung oder eine wirkliche Nutzung zu bekommen. Hier wieder einer der insgesamt 4 OP-Säle mit der Besonderheit, dass der Fußboden leicht zu reinigen ist und die Kabelanschlüsse mit Gummitüllen verschlossen sind, damit sich keine Keime verbreiten können. Die Besonderheit dieses Raums sind jedoch diese Decke, die nur zum Teil noch aus der alten Decke besteht und nachträglich wieder verschlossen wurde. Diese beherbergte einen Schacht, der über mehrere Etagen dieses Bauwerkes führte, in den eine Glaswand hing, die das Reichsgebiet beinhaltete. Und um die Wand tragen zu können, sind hier diese Vorsprünge verbaut gewesen, die diese große Wand eben halten sollten. Wie das Ganze als Leitstand ausgesehen hat, auf dieser Glaswand war das Reichsgebiet aufgezeichnet und hier konnten Offiziere und Verantwortliche die sogenannten Bomberverbände der Gegner eben ermitteln und konnten die im Rahmen dieser Glaswand, die man hier sieht, hier steht ein erwachsener Offizier daneben, konnten hier die Verteidigungsmaßnahmen eben eingerichtet werden, welche Flugplätze, welche Flakstellungen zum Beispiel darüber informiert worden sind. Wie das Ganze denn nachher hier in dem Gefechtsstand aussah, sieht man also hier.
Und das ist eigentlich im Grunde genommen der Bereich, wo wir jetzt hier uns gerade befinden. So ein Krankenhaus braucht natürlich auch eine Röntgenabteilung und hier basierte diese ganze Röntgentechnik noch auf analoger Basis. Daher stand hier ein großes Röntgengerät, was natürlich auch mittels Fixier-Entwicklerbädern eben entwickelt werden musste, die Aufnahmen. Und dafür hat man hier einen separaten Bereich mit einer eigenen Dunkelkammer mit eingeplant, wo also dann diese Röntgenbilder entwickelt werden sind. Da es sich hier um ein sogenanntes Behördenbau handelt, ist nach der Bauordnung, muss in jeder Behörde, in jedem Amt, in jedem Rathaus, in jedem Krankenhaus auch natürlich eine Teeküche vorhanden sein. Und beim Bau dieser Anlage hat man natürlich auch hier an die Teeküchen gedacht und einen separaten Wasseranschluss für die Teeküchen, die in jeder Etage vorhanden sind, eben mit eingeplant. Hier für fast 700 Patienten, Ärzte, Schwestern, eine Großküche, die hier eingerichtet wurde, um ein mehrgängiges Menü zubereiten zu können. Neben 2 Großbratpfannen gibt es 3 große Kochkessel, einen etwas kleineren, 6 Herdplatten und noch ein Warmwasserbad für Würstchen, Gemüse etc. Große Abzugsanlagen, damit diese Luft, die hier entsteht beim Kochen und Braten, nicht in das ganze Bauwerk sich verbreiten kann. Und die Besonderheit, warum diese ganze Küche im obersten Stockwerk sich befindet, ist die, dass hier im Rahmen dieser Sendeanlage hier die Schaltschränke untergebracht gewesen waren, die damals auf Relaistechnik basierten und eine hohe Wärme erzeugten. Und diese Wärme wurde mit Wasserkühlung weggeführt. Und wahrscheinlich ist es der Grund, warum man hier die Küche untergebaut hat, weil hier schon ein bestehender Wasseranschluss und Abwasseranschluss eben schon vorhanden gewesen ist. Der Zustand dieser ganzen Geräte hat noch den Stand von 1992. Unberührt ist noch der Originalzustand. Ich habe mit der verantwortlichen Stellen eine Vereinbarung, dass diese Sachen auch in dem Zustand erhalten werden und der Verein Berliner Unterwelten demzufolge natürlich auch eine sinnvolle Nutzung dafür hat, um das den Gästen, die uns hier besuchen, zeigen zu können. Ja, liebe Zuschauer, hoffe, dass wir mit diesem kleinen Rundgang hier mal etwas anderen Einblick in dieses doch sehr geschichtsträchtige Bauwerk bieten konnten. Würden uns natürlich freuen, wenn die Situation es wieder erlaubt, dass wir hier wieder live und in Farbe wieder viele, viele Gäste begrüßen können. Und die Tour selbst, die wir hier machen, nennt sich Hochbunker Heckeshorn, die dafür sorgt, dass hier also dieses geschichtsträchtige Bauwerk hier mitten in der grünen Lunge der Stadt nicht ganz in Vergessenheit gerät. Und dass wir im Verein das hier immer noch weitermachen können.